Morning! Guten Morgen! I did not forget that I would tell you a shocking story. Ich habe nicht vergessen, dass ich dir eine schockierende Geschichte erzählen will. So here is the shocking story. Hier kommt die schockierende Geschichte. I was in Asia Ich war in Asien and Debi was with me. We were teaching there for a week. und Debi war mit mir. Wir lehrten dort eine Woche. And a wonderful experience. Eine wundervolle Erfahrung. And then a few months later, I was walking in a park in Brazil. Einige Monate später spazierte ich in einem Park in Brasilien. While we were in Asia, Während wir in Asien waren, we stayed in the house of the couple that was leading that work. wohnten wir im Haus des Ehepaars, das dieses Werk führte. A wonderful young couple. Ein wundervolles, junges Paar. They'd been married for not even a year. Sie waren nicht einmal ein Jahr verheiratet. And we stayed in their home. It was really wonderful. Wir wohnten in ihrem Zuhause und es war wirklich wundervoll. So a few months later, I'm walking the park in Brazil. Einige Monate später spazierte ich in einem Park in Brasilien. And guess who I bump into? Und rate, wen ich traf. I bump into the mother of that missionary. Ich traf die Mutter dieser Missionarin. And she stopped me. Sie hielt mich an. And it was shocking. Es war schockierend. I said to her, "Oh, I had such a wonderful time. I was in your daughter's house. Ich sagte ihr, oh, es war so schön, ich wohnte im Haus deiner Tochter. We really enjoyed it. They're doing a wonderful work. Wir genossen es sehr, sie machen eine wundervolle Arbeit. Reaching the lost." Sie erreichen die Verlorenen. Do you know what the mother said to me? Weißt du, was die Mutter mir sagte? She told me that she was depressed Sie sagte, dass sie depressiv sei, because the daughter didn't come home and live with her. weil die Tochter nicht nach Hause gekommen ist, um mit ihr zu leben. She was an adult and married. Sie war erwachsen und verheiratet. She said, "I tell my daughter all the time, come home, I miss you, I'm depressed without you." Sie sagte, dass sie ihrer Tochter die ganze Zeit sagt, komm nach Hause, ich vermisse dich so sehr, ich bin ohne dich so depressiv. I was shocked. Ich war schockiert. I said to her, "How can you even consider such selfish thoughts?" Ich sagte zu ihr, wie kannst du sogar so einen egoistischen Gedanken denken? I said, "Think about this. Ich sagte, denk darüber nach. Can you imagine if your daughter allows you to manipulate her Kannst du dir vorstellen, dass deine Tochter dir erlaubt, sie zu manipulieren? and then she quits the mission work there and comes home to you just so that you will be happy?" Sie gibt dann die Missionsarbeit auf und kommt nach Hause, nur damit du glücklich bist. I said, "You imagine one day when you stand before Jesus. Stell dir vor, wenn du einmal vor Jesus stehen wirst. Your daughter never fulfilled the purpose because she wanted to make her mother happy. Deine Tochter hat ihren Zweck nie erfüllt, weil sie ihre Mutter glücklich machen will. How are you going to answer this?" Wie wirst du darauf antworten? You see, Paul said, absolutely everything for me is poop compared to the knowledge of Jesus Christ. Siehst du, Paulus sagte, absolut alles erachte ich als Scheiße, verglichen mit dem Wissen über Jesus Christus. What you need to understand is this. Was du verstehen musst, ist dies. Paul did not just say any kind of knowledge. Paulus sprach nicht von irgendeinem Wissen. The word that he used, Das Wort, das er gebrauchte, it was the deeper and more perfect knowledge of Jesus. war ein tieferes, perfekteres Wissen über Jesus. You see, Paul was saying, my desperation to know Jesus better all the time is so deep Die Verzweiflung von Paulus, Jesus alle Zeit besser kennenzulernen, war so tief, that everything else for me is just nothing but poop. dass alles andere für mich einfach nur Dreck ist. I'm gonna throw it away. It has no value. Ich werfe es weg, es hat keinen Wert. One of the greatest missionaries to Africa, I think one of the greatest missionaries probably of the last few centuries. Einer der größten Missionare in Afrika. Ich denke, einer der größten Missionare der letzten paar Jahrhunderte. David Livingstone. David Livingstone. Here is what he said. Er sagte, He said, "I place no value on anything except in its relationship to the kingdom of God." ich lege keinen Wert in irgendetwas außer in die Beziehung in das Königreich Gottes. So when I read that as a teenager, I said, that's what I want to be like. Als ich das als Teenager las, dachte ich, so will ich werden. Oh, that I may know him. Möge ich ihn kennen. Listen, Hör zu. is God against us having fun and enjoying life? Ist Gott gegen uns, dass wir Spaß haben und das Leben genießen? Of course not. Natürlich nicht. We have a lot of fun here in my house. Ich habe hier in meinem Haus viel Spaß. We laugh, we play games, we have fun. Wir lachen, wir spielen Spiele, wir haben Spaß. Debbie and me have been married for 35 years this year. Dieses Jahr sind Debi und ich 35 Jahre verheiratet. But you know, many times we act like we are teenagers who've just fallen in love. Oft agieren
werden wir so wie Teenager, die sich gerade verlieben. I like to have fun with Debbie. Ich liebe es, mit Debi Spaß zu haben. God has filled our hearts with joy. Of course we will live in an exuberant joy. Gott hat unsere Herzen mit Freude gefüllt. Natürlich werden wir in überschwänglicher Freude leben. One of my favorite expressions of God has been written by the Apostle Paul. Eine meiner Lieblingsausdrücke Gottes wurde von Apostel Paulus geschrieben. He said that he preaches the glorious gospel of the happy God. Er sagte, dass er das herrliche Evangelium vom glücklichen Gott predigt. You know, I love this so much. Ich liebe das so sehr. Gospel is so glorious and God is so happy. Das Evangelium ist so glorreich und Gott ist so glücklich. And this is what we will experience when we count everything as poop in relationship to knowing Him. Und das werden wir erleben, wenn wir alles als Scheiße erachten, damit wir ihn kennen. Paul never said I count everything as rubbish, as poop. Paulus sagte nie, ich erachte alles als Dreck, als Abfall. But he compared it with the knowledge of God. Aber er verglich es mit dem Wissen über Gott. You see, here is what I want you to catch. Hier ist, was ich will, dass du es ergreifst. The better you get to know Him, the less value all the other things around you will have. Je besser du ihn kennenlernst, umso weniger Wert werden alle Dinge um dich herum haben. Think about how much value so many people place on so many things. Überlege, wie viel Wert so viele Menschen in so viele Dinge stecken. You know, there's something that for me, I can't comprehend. Etwas, das ich nicht verstehen kann. How people suffer from so many disappointments. Wie Menschen von so vielen Enttäuschungen leiden können. Because they've placed so much value in so many things. Weil sie so viel Wert in so viele Dinge legen. Oh, I wanted to move to America. That was the dream of my life and I didn't get the visa. Oh, ich wollte nach Amerika ziehen. Es war mein Lebenstraum und ich bekam mein Visum nicht. Now my life is miserable. Nun ist mein Leben miserabel. Listen, if somebody says it who doesn't know Jesus, I can understand. Wenn jemand das sagt, der Jesus nicht kennt, das kann ich verstehen. But how can a Christian even feel like this? Aber wie kann ein Christ sogar so fühlen? I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because what Paul considered poop, we consider precious gold or diamond. Weil das, was Paulus als Scheiße erachtet, wir als wertvolles Gold oder Diamanten erachten. Because we have inverted values. If we would say, to know Christ is my highest goal, Wenn wir sagen würden, Christus zu kennen ist mein höchstes Ziel, none of these things would affect us. würde uns nichts von all den Dingen beeinträchtigen. Continue tomorrow. Wir fahren morgen weiter.